So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme LA Noire. Warum sage ich immer Aufnahme? Es ist eine neue Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LA Noire. Ich bin schon mal aus dem Keller hochgerannt, weil wir in der letzten Folge runter in den Keller mussten. Ja, da war ein bisschen die Stimmung am Boden bei den Kollegen, weil wir nicht wirklich so einen konkreten Hinweis oder konkreten Erfolg haben, weil sich halt immer noch die Morde häufen und so wirklich den goldenen Weg haben wir noch nicht gefunden. Ich sehe gerade ein Telefon, wir müssen telefonieren. Wahrscheinlich wegen der Adresse von dem McCaffrey Apartment, wo wir jetzt als nächstes hin möchten, weil es ein bisschen höhere Priorität hat als die Kegelbahn, ne? Also, wollen wir mal telefonieren? Die Vermittlung anrufen? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks, ma'am. So, wie ich befürchtet habe, wir bekommen die Adresse für das McCaffrey Apartment. Kollege, bitte fahren du. Can you drive to this one? Ins Fine. Where are we headed? McCaffrey Apartment, bitte. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Jo. Gerade nochmal einen Unfall gebaut. Und einen krassen Rückwärtsgang reingelegt. Bezahlt ja der Staat. McCaffreys Apartment, 4:31 Uhr. Klopf, klopf. Wir müssen in Apartment 6. Ich habe mal aufgepasst. Der wird wahrscheinlich schon aus dem Staub sein. Treppen? Da. Apartment 6. Room 5 und 6. Da. Überraschung. Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Jo. Wir schaffen uns mal Zutritt. Aha. Da springt mir schon direkt was ins Auge. Der altbekannte Rohrschlüssel. Na. Ne. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Oh ja. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. So, ich habe schon Angst gehabt, dass wir die Surely restlichen... we can write him up for that. A citation at least. Ja, ich habe schon Angst gehabt, dass wir die restlichen Hinweise nicht mitnehmen können. Da ist ein Buch. The Last I Bastion. don't think so. Ach so. Wacht jetzt schon. Den mega Hinweis gefunden. Nee. Küche. Nope. Nope. Sieht auch ein bisschen unordentlich aus hier. Was ist das? Nichts. Scheint nicht wirklich viel zu sein hier. Nee. I don't Okay, think this is any use to us. gut, ich glaube, das war's auch, oder? Kann ich das Hemd? Das Hemd, ja.
Oder auch nicht. Gut. Dann ab hoch. Kann ich hier rein? Nee. Gut, dann ab hoch zum Taubenschlag. Kann mit der reden? I've told you where he might be. That's the best I can do. Ja. Da hoch. Dachte That's the guy. I heard he's an honest cop. Now that's an oxymoron for you. Überhaupt nicht gruselig. Wir sollen... Oh, was steht hier? Da. Da geht's zum Dach. Da ist Sonnenlicht. Oh, lol. Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, Da McCaffrey? sind wir doch am Sit Anfang. down and we'll talk. I'll go get our wheels. Runter, runter, runter. Und hinterher. Das Dach kannten wir ja You a runner, McCaffrey? aus dem Hey, fight's a vorherigen good Fall. fight. Bleib hier, du Arsch. Na komm, na komm, na komm. Nicht so langsam, Kollege. Give it up, LAPD. Junge, zück die Waffe. Wir holen uns den. Ja. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Mal ausgenockt. Yo. Festgenommen. Verdacht des Mordes. Kriege ich jetzt noch was gesagt? Ist der Fall jetzt fertig? Oder sollen wir nochmal zur Bowlingbahn? Okay. You know the way. You can drive. Anscheinend wurde er jetzt erstmal nur verhaftet. Und wir sollen weiter ermitteln. Wegen Verdacht. Brawlings Bowlingbahn, 710. Hello, Rusty. Uiuiui. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend, Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. Oh ja. Da. Da will er mit abhauen. Hallo? Kollege? Tiernan! LAPD! Hab's doch gesehen. Oh nein, eine Autoverfolgung. Scheiße. There! Oh, da steht ein Auto. Klappen wir uns das doch einfach mal. Wir sind die Polizei. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. Okay. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money Ja, to Kollege, burn. was soll ich machen? Or a Achso, er schießt middle-aged wieder. individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Ja, Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than die one of these Reifenkollegin hat auch homicides, das but they Auto. always seem to Scheiben. land it. You know, your theories are not airtight by any means. Jetzt.
Gut getroffen, Hit Kollege. him, Cole. Spit him out. Yes, ich bin dran. Phelps, you gotta get me closer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Komm, Kollege, treff mal ein bisschen besser. Hit it. Clean this asshole off the road. That is the end of that. About fucking time. Police! Gerade nochmal einen Mastencrash verursacht. Give it up, LAPD. Out of my way! Gut, jetzt haben wir noch einen zweiten festgenommen. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Whoever did it. At least it wasn't that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. Fertig? Danke. Ja, jetzt haben wir den nächsten eingebuchtet. Wir sollen aber jetzt nochmal, glaube ich, zum Zentralrevier. Wir müssen die jetzt auch, denke ich mal, verhören. Beziehungsweise eben den guten Kollegen. You're behind the wheel. Ja, wir fahren mal mit dem neuen geklauten Auto. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Zentralrevier 7:16 Uhr. Oh, was Neues. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Oh, shit. Wir sollen jetzt einen zum Geständnis bewegen. Puh, das wird jetzt wieder knallhart. Das wird jetzt wieder toll. Das ist, okay. Raum 2 und Raum 1. Raum 2 ist der, wo mich irgendwie so ein bisschen an einen Kirchentrottel erinnert. Entschuldigung, ich bin Atheistin, ich darf das sagen. Und in Raum 1, wo war jetzt nochmal Raum 1? Hier war den, wo... Ja, der, wo wir... ach, da. Genau, wir sollen jetzt einen zum Geständnis bewegen. Jetzt überlege ich gerade, wen nehmen wir denn als erstes? Der in Raum 2, der hat mich schon ein bisschen, weil er übers Dach ist, oben im Taubenschlag. Das hat mich stark daran erinnert, an den einen Fall, wo wir hatten, wo wir die Blutspuren verfolgt haben. Wir fangen mit Raum 1 an, weil von dem wissen wir am wenigsten bis jetzt. So. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Ja, macht's Wegrennen auch nicht besser. Er ist Angestellter der Rawlings Bowlingbahn und Freund des Opfers. Hat unser Kollege anscheinend auch schon gut bearbeitet. Wir fragen ihn zu der Beziehung zum Opfer. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Das stimmt nicht. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Nein. Nein, wie blöd kann man sein? Oh mein Gott. Wie blöd kann man sein? Kann ich auch von vorne anfangen, bitte? Ja, ich wollte die Lüge machen. Wir haben den... Oh nein. Das Kegelpüppchen als Beweis gehabt. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich könnte gerade meinen Kopf auf die Tischplatte hauen. So, Okay, weiter geht's. Buch des Opfers gefunden.
Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Okay, ja, das stimmt, glaube ich, weil wir haben ja rausgefunden, dass Evelyn ihn angehimmelt hat, diesen McCaffrey. Das war das Buch. Das ist eine Wahrheit. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her. Hä? Okay, da scheint ein bisschen Eifersucht auch dabei zu sein. Alibi für James Tiernan. Oh, das läuft immer wieder mega gut. Gut, weiter. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Okay, das ist definitiv eine Lüge. Ich überlege halt immer nur, was wir als Beweis dann nehmen können. Er weiß nicht, was passiert ist letzte Nacht. Schnapskauf. Ah. Das ist eine Lüge. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left! That was it! Schnapskauf. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Wow, eine. Aber der Gute hat sie rausgeschmissen und meint, er hat auf jeden Fall Mitschuld an ihrem Tod. Zugang zur Mordwaffe, fragen wir ihn mal. Ja, es sieht bitter aus für den guten Mann. Zugang zur Mordwaffe. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Okay. Ja, den haben wir aber gefunden bei dem anderen, ne? Also, wie wäre es auch, wenn wir mal das Blut da vergleichen mit dem Opfer? Fände ich auch mal nicht schlecht. Damit wir wenigstens wissen, dass das Blut auch wirklich von der Ermordeten ist. Todeszelle Mitternacht, Verletzung, Obdachlosigkeit, Job im Filmstudio. Ach ja, stimmt, den verpfändeten Ring, da war ja auch was. Wir zweifeln mal an. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Gut, 2 von 4 Fragen. Hat auf jeden Fall besser laufen können. Wir sprechen jetzt... Ja, eine Schnauze. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch mit dem anderen Kollegen hier sprechen. Der andere ist noch nicht aus dem Schneider, hat er ja gesagt.
Wir müssen auf jeden Fall dann noch zu dem Filmstudio. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis noch. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem guten Kollegen. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, Detective. Let's see where this takes us. Gut, er ist gestört. Der ist durch. Beziehung zum Opfer. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Er hatte kaum was mit ihr zu tun. Gut, es könnte aber, glaube ich, auch stimmen. Wobei, das kann ja gar nicht stimmen, weil sie hat ja ihn angehimmelt. Den McCaffrey, den Grosvenor. Ach, ich weiß nicht, es ist echt... Ich würde jetzt glatt zur Lüge tendieren. Allein schon wegen dem Buch, was wir haben. Und Tiernan beschuldigt ja, oder behauptet, dass dem Opfer Gewalt angedroht wurde von unserem Kirchentrottel hier. Oder was auch immer der angehörig ist. Aber wie sein Blick jetzt ist, würde ich glatt sagen, das ist die Wahrheit. Ich probiere mal die Wahrheit. Eine falsche Frage können wir uns vielleicht erlauben. So she was your follower. That's one way of describing her. She was like a stray dog, desperate for a master. Gut. Hätte ich mal lieber Lüge gemacht, aber gut. Weiter geht's. Alibi für McCaffrey. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Gut, er war zu Hause, das hatten wir ja schon vorhin die Frage verkackt. Wir haben aber keinen Beweis dagegen, dass er wirklich zu Hause war. Das ist mein Problem gerade. Ich kann ihm nichts vorhalten im Anzweifeln oder Lüge. Ich mach mal... Zweifeln wir mal an. Ich trau mich. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. Gott. Das gibt einen Kackfall. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ja. Hä? Der scheint sich ziemlich sicher, dass wir nicht dahinter kommen, dass er es war, ne? Ich mache jetzt mal Lüge. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Ja, also er hat auf jeden Fall Gewalt angedroht. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan.
He'll give it up. It's either gonna be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, detective. The party has good lawyers. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wusste, dass es eine harte Nuss ist, dieser Grosvenor McCaffrey. Können wir jetzt noch mit dem anderen reden? Ich glaube, ne? Also seine Geschichte klang auch gerade plausibel, ne? Dass aber warum sollte er den anderen um Hilfe bieten? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich vergesse den Namen die ganze Zeit. Tiernan, James Tiernan. Es hat so geklungen, als ob er eifersüchtig auf diesen McCaffrey ist. Wir sagen nochmal Hallo. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Ereignisse vor dem Mord. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Der hat was zu verbergen, glaube ich, ne? Ich dachte, sie würde zurückkommen. Sie kam aber leider nicht zurück. Das ist eine Lüge. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Wir haben einen Beweis von unserem anderen Kollegen. Bam. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. Ha. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. Okay. And that it was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Oh Gott. Oh Gott, ist das jetzt assi, ne? Oh, das ist krass, ne? Diesmal drücke ich die richtige Taste. Ich habe keine Ahnung, der tut mir so leid auch irgendwie, aber es kann ja auch sein, dass McCaffrey es war und hat diesen Zustand von ihm ausgenutzt. Und wer beschuldigt jetzt ihn? Wir verlassen den Verhör. Ich will ihn... Ich mag das nicht. Was passiert, wenn ich jetzt den Verhör verlasse? Wait here. Okay, können rausgehen. Wir haben außerdem auch noch andere Orte. Wir sollen nochmal... Oh, haben wir nicht. Doch, Telefon. Da ist ein Telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks. Okay. Der Fall wird echt immer interessanter. Aha. Dann, wir gehen jetzt nochmal zu dem anderen Kollegen. Zu McCaffrey. Und halten ihm das nochmal unter die Nase. Wird wahrscheinlich nichts rauskriegen, weil er schweigt.
So, mein Guter, erzähl mir doch mal ein bisschen was über den Militärdienst. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Es ging, Lüge. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Bam. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Okay, ich beschuldige ihn jetzt. Weil Alter, der Typ macht mir Angst, okay. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Gut, haben wir jetzt die guten McCaffrey. 4 Sternchen haben wir bekommen. Grosvenor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen in der Todeszelle. Oh, what the fuck? Holy moly. Gut, da haben wir einen guten Fang gemacht, würde ich sagen. Gefundene Hinweise 15 von 17. Fragen richtig 11 von 16. Ist okay, also bin ich zufrieden. 15 von 17 Hinweisen. Okay, naja, gut. Ich bin super zufrieden mit dem Fall. Habe auf jeden Fall jetzt die richtige Entscheidung, finde ich, getroffen mit dem Einbuchten von diesem McCaffrey. Mir haben die Beweise oder die Hinweise gereicht, um ihn zu verurteilen oder beziehungsweise in die Zelle zu stecken. Und ich sehe schon, die Folge geht wieder viel zu lange. Aber haben wir gute Arbeit geleistet, ne? Können wir zufrieden sein. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bewertet dieses Video bitte mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, bitte auch mit dem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüssi.